Istanbul, Juni 2025. Vor dem Krankenhaus im Stadtteil Bakırköy zerreißt eine Salve die Mittagssitze. 10 Schüsse in weniger als 5 Sekunden. Der getroffene Osman Beşe wankt, 6 Kugeln reißen durch seinen Bauch, 4 zerfetzen den Unterleib. Neben ihm reißt sein Bodyguard Hassan die Waffe hoch, erwidert das Feuer, doch die Angreifer sind Sekunden später auf ihrem Motorrad verschwunden. Für Osman ist es vorbei. Noch bevor er zu Boden sinkt, weiß er, dass es keine Rettung geben wird. Tedavi olduğu hastanenin bahçesine silahlı saldırıya uğrayan adamı. Arkadaşını araca bindirdi. Arkasını dönüp gideceği esnada silahlı saldırıya uğradı. Vermeyince de tehdit etmeye başladı. Ama Beşe bu tehditlere kulak asmadı. Polis kaçan şüphelilerin peşinde. Dieser Mord war kein Zufall. Es war ein gezielter Auftrag. Erteilt von der höchsten Führungsebene einer der skrupellosesten Auftragskillergruppen der Türkei. Angeführt von einem Mann, dessen Name in der Unterwelt wie ein Befehl wirkt. Can Dalton. Doch das Ziel war kein unbeschriebenes Blatt. Osman Beşe war laut verschiedenen Quellen der unsichtbare Kokaindistributor für 2 der reichsten Bezirke Istanbuls, Bakırköy und Ataköy. Täglich flossen hier umgerechnet eine halbe Million Lira reiner Gewinn. Ein Netzwerk, das so sauber im Schatten operierte, dass es nie auf dem Polizeiradar auftauchte, bis zu diesem Tag, als Can Dalton am Telefon mit den Worten „Du bist tot" das Todesurteil für Osman Beşe aussprach. Von da an begann ein Countdown von 25 Tagen, an deren Ende Osman ausgelöscht werden sollte. Der Anfang vom Ende beginnt unscheinbar. Ein Läufer von Osman Beşe's Kokaindistribution fällt aus, wird vermutlich verhaftet. Doch dieser wird schnell durch einen neuen Mann ersetzt. Was der Boss jedoch nicht weiß, der Neue sieht mehr, als er sollte. Er erkennt, dass hier nicht ein paar Gramm, sondern ganze Kilos bewegt werden und dass das Geschäft täglich gigantische Summen abwirft. Und er weiß, an wen er diese Information verkaufen kann. An die Daltons. Die Daltons, geführt von Beratcan Gökdemir alias Can Dalton, kontrollieren Straßengruppen in Istanbul, kämpfen mit Syndikaten wie den Caspers um Reviere, führen Auftragsmorde für diverse Zwecke aus. Als sie erfahren, wie lukrativ das Territorium von Osman ist, beschließen sie, ihn zur Kasse zu bitten. Musa Çaçan, ein hochrangiges Dalton-Mitglied, ruft Osman Beşe an. 15 Millionen Dollar im Namen von Can Dalton. Beşe legt auf, realisiert die Gefahr, wechselt sofort sein Telefon, kappt jede Verbindung. Doch in dieser Welt löscht kein SIM-Kartenwechsel eine Drohung. Die Daltons gehen dann über seinen Vater. Sie finden heraus, wie man ihn erreicht und lassen die Forderung wiederholen. Doch der Vater reagiert ungewöhnlich. Er ruft einen befreundeten Polizisten an, findet die Nummer von Musa Çaçans Vater und beschwert sich, dass sein Sohn Leute bedroht. Für Musa ist das ein Affront. Als er erfährt, dass sein Vater in die Sache hineingezogen wurde, ändert sich alles. Geld ist nicht mehr das Ziel. Jetzt will er Osman Beşe's Leben. Dieser erkennt die Gefahr und taucht unter. Musa ist jedoch nicht in Istanbul. Er ist in Spanien untergetaucht, doch Zivilbeamte observieren ihn schon. Musa hält sie für rivalisierende Gangster und eröffnet eines Tages während einer Autofahrt das Feuer. Es kommt zu einem Schusswechsel mit der Polizei. Schließlich wird er verhaftet und landet im Gefängnis. Für Osman klingt das wie das Ende der Gefahr. Der Mann, der ihn bedrohte, sitzt in einer Zelle in Spanien. Er verlässt sein Versteck an der Küste und kehrt nach Istanbul zurück. Die Ruhe währt kurz, dann kommt ein neuer Anruf. Das ist nicht Musas Sache, das ist Can Daltons Sache. Osman lacht, verlangt ein Gespräch mit Can Dalton selbst. Stunden später leuchtet der Bildschirm auf. Can Dalton, live aus dem Gefängnis aus Russland, ruhig, kalt, kalkulierend. 15 Millionen Dollar, sagt er. Osman kontert, du wirst mir 15 Millionen geben. Can lächelt kurz und sagt nur noch 3 Worte, du bist tot. Beşe sucht nun Rückendeckung. Mehmet Öktem, ein mächtiger Gangster der alten Schule mit 30 Jahren Knast hinter sich, versichert ihm, die bellen nur. Çağdaş Baybaş'ın
ebenfalls ein sehr mächtiger Mann, sagt dasselbe. Für Osman ist das die Bestätigung, er sei unantastbar. Er beginnt auf Instagram Videos zu posten, in denen er die Daltons verspottet, ihnen Spitznamen verpasst. Doch Hochmut kommt vor dem Fall. Tage später zwingt ihn sein eigener Körper in die Knie. Er erleidet einen Leistenbruch. Ein Notfall, der ihn ins Bakırköy Acıbadem Krankenhaus bringt. Was nach einer Routine-OP aussieht, wird zu seiner größten Schwachstelle. Denn diese Information bleibt nicht in den Mauern der Klinik. Sie gelangt innerhalb weniger Stunden direkt zu den Daltons. Nicht etwa, weil ein Arzt plauderte oder ein Pfleger bestochen wurde. Nein, die Daten wurden über den Schwarzmarkt verkauft. In der Türkei gibt es ein florierendes Geschäft mit staatlichen Datenbanken. Polizeivermerke, Melderegister, Gesundheitsakten. Alles hat seinen Preis. Wer zahlt, bekommt Zugriff. So wussten die Daltons schneller als jede Behörde, wann und wo Beşe im Krankenhaus lag. Und genau hier wird klar, wie verletzlich wir alle sind. Wenn selbst Gesundheitsdaten eines Kokainbosses so einfach abfließen, was glaubst du passiert dann mit deinen? Klicks, Passwörter, Chats, alles kann in den falschen Händen landen. Genau deshalb nutze ich selbst ein VPN, damit meine Spuren im Internet nicht verkauft oder ausgespäht werden können. Und das Beste, so ein Schutz kostet heute weniger als 4 Euro im Monat und schützt mehrere Geräte gleichzeitig. Über meinen Link kannst du dir das ebenfalls holen. Glaub mir, es ist die günstigste Versicherung in der digitalen Welt. Ich habe euch den besten Anbieter dafür in der Beschreibung markiert. Legt es euch zu und schützt eure Daten und ganz wichtig, auch die von eurem Handy. Und jetzt weiter in der Story. Nachdem die Informationen an die Daltons gelangt sind, betritt ein Dalton-Mitglied die Klinik. Er checkt Eingänge und Ausgänge, merkt sich jede Kamera, jede mögliche Fluchtroute. Es ist die klassische Vorarbeit für etwas, das längst beschlossen war. Die Exekution von Osman Beşe. Nach der OP kommt er zur Nachuntersuchung. Was er nicht weiß, die Daltons hatten am Vorabend bereits alles festgelegt. Fluchtweg, Zeitfenster, sogar den exakten Parkplatz, von dem aus sie Sicht auf den Eingang haben. Ein Dalton-Mitglied, das den Abend zuvor in der Klinik war, hatte nicht nur die Örtlichkeiten ausgekundschaftet, sondern auch festgestellt, dass Beşe nur mit einem einzigen Leibwächter einer rivalisierenden Bande, den Caspers, unterwegs war. Die Chance war also zu gut. Vor dem Krankenhaus warteten 2 Männer auf einem Motorrad, beide aus dem direkten Umfeld von Can Dalton, angeworben, weil sie jung, skrupellos und unauffällig waren. Als Osman das Gebäude verlässt, geben sie Gas. Der Schütze zieht die Waffe, feuert 10-mal in rascher Folge. 6 Treffer in den Bauch, 4 in den Unterleib. Der Bodyguard Hassan reagiert sofort und schießt zurück. Seine Salve zwingt die Täter, abrupt die Richtung zu wechseln und die Flucht anzutreten. Trotzdem, die Daltons hatten erreicht, was sie wollten. Ein Exempel, das in der Unterwelt verstanden wird. Noch am selben Tag setzen die Schützen ihre Flucht fort, Richtung Edirne, in der Hoffnung, über die Grenze nach Griechenland oder Bulgarien zu entkommen. Doch die Polizei ist vorbereitet. Überwachungskameras, Handyortung und Zeugenaussagen ergeben ein klares Bild der Route. Bei einer Kontrollstelle kurz vor der Grenze werden sie gestoppt. Die Waffen werden sichergestellt, an den Magazinen sind Schmauchspuren, forensisch kaum widerlegbar. Beide werden in Untersuchungshaft genommen. In den Medien wurde der Mord schnell zu einer Familiensache erklärt. Angeblich ein 90 Millionen Dollar Erbe, ein Streit, der eskaliert sei. Eine bequeme Geschichte, die aus einer Mafiasache eine Privatangelegenheit macht. Doch dieses Erbe hat angeblich nie existiert. Insider sagen, sie wurde gezielt gestreut, um abzulenken. Die Frage ist, wen wollte man damit schützen? Wer zog im Hintergrund wirklich die Fäden hinter dem riesigen Kokainnetzwerk? Fest steht, der wahre Grund war brutal einfach. Eine Schutzgeldforderung von über 15 Millionen Dollar, die er nicht zahlen wollte. Die Killer stammten direkt aus dem Umfeld der Daltons. Junge Männer ohne Perspektive, Anfang 20, aus Familien voller Brüche. Für sie klang ein Auftrag nach Respekt und schnellem Geld. Doch in Wahrheit war es ein One-Way-Ticket in eine Zelle. Am Ende bleiben die Bosse unberührt, während die Jugend ihr Leben für ein paar tausend Dollar verspielt. Wenn dir diese Doku gefallen hat, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Die nächste Geschichte wartet schon. Und denk dran, schütze deine Daten, bevor jemand anderes sie missbraucht. Mit deinem VPN bist du für weniger als 4 Euro im Monat abgesichert. Link in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.